Hallo. Wir sind zwei Piranhas und jetzt kommt ein Hassthema. Für mich. Persönlich. Jetzt guckst du, was steht denn da? Games Ranking. Wieso denn? Was ist denn das? Ranking. Ich mag kein Ranking. Ranking finde ich doof. Aber warum? Was ist das? Ja, das ist halt dieses klassische irgendwie, du guckst irgendwie auf irgendeiner Social-Media-Seite und die, was weiß ich, Harry Potter-Fan-Seite sagt irgendwie, was ist besser, Harry Potter oder Herr der Ringe? Und dann können die Leute unten ihre Likes hinklicken. Ja. Welcher Schauspieler ist besser hier? Ne? Wer hat den Joker besser gespielt? Wer hat den Batman besser gespielt? Und alle posten da drunter und so. Und das ist natürlich klar, das triggert einen sofort. Ne? Und irgendwie so, ja, für mich ist der also völlig klar. So, das ist mir schon klar. Ne? Und das ist auch jetzt kein Kacke oder so, sondern das ist schon irgendwo interessant zu gucken, was dann auch die Leute sagen. Wie oft haben wir dann geguckt, ja, was haben denn die Leute gesagt? Die haben bestimmt Freddie Mercury gesagt, so, ne? Freddie Mercury und die anderen Typen kennt doch kein Mensch so. Ja, sicher habe ich doch gewusst, die Freddie Mercury. Aber es ist halt so irgendwie, ja, aber wofür? Was bedeutet das? Na gut, wir wollen jetzt mal gucken, was die Leute dazu sagen, ja? Ranking, so, ne? Wie findest du was findest du besser? Eigene Meinung machen oder erstmal im Netz checken, haben wir die gefragt, weil dieses Ranking ist im Netz ganz präsent. Ne? Was ist das Beste? Beste ever, best of, alles immer das Beste, das Schlimmste, das Krasseste, Clickbait aus der Hölle. Und die Leute haben dann Folgendes gesagt. Ich bin eher der Typ, der gerne die eigene Meinung hat, weil ich finde halt diese ganze Ranking-Mist, der geht mir mittlerweile eher auf die Nerven. Und man muss halt dazu sagen, die meisten Spiele werden gehatet, bevor sie rauskommen. Genauso bei Filmen und auch bei allem anderen. Und dementsprechend dürfte ja eigentlich nie wieder irgendwas gut sein. Und deswegen, ich versuche halt einfach immer jedem Spiel so seine eigene Chance zu geben, ohne das, was jetzt halt, sage ich mal, vorher die ganze Masse schreit, weil das sind halt auch immer die Trolle oder die halt meinen, sie wären jetzt irgendwie die Kritiker schlechthin, die vorher da laut schreien. Die anderen, denen das Spiel gefällt, die haben da gar kein Problem mit. Also deswegen, also Ranking finde ich halt immer so ein bisschen, ja, Nebensache, sage ich mal. Ganz klar eigene Meinung. Eine gewisse Mischung. Es kommt darauf an, wie sehr ich mich auf das Spiel gehypt ist, wo ich sage, so, es kommt endlich raus, dann gibt mir das, was die anderen sagen, interessiert mich nicht. Wenn ich mir nicht ganz sicher bin, ob das Spiel was für mich ist oder nicht, ich lese mir Sachen durch, die andere geschrieben haben, sind für mich nicht ausschlaggebend. Also wenn jemand sagt, das ist völlig schlecht oder mag ich nicht, heißt das nicht, dass ich es nicht kaufe, aber dass ich schon mal eine grobe Richtung habe, ob das Spiel generell was für mich ist. Aber ansonsten, ich mache mir meine eigene Meinung. Eigene Meinung. Eigene Meinung. Warum? Weil ich sehr schlau bin. Ja. Ja, natürlich haben die gesagt, ja, ich muss ja erstmal die eigene Meinung machen, sicher. Was fragt ihr denn so einen Scheiß, ja? Das stimmt, machen wir auch. Oder nicht? Wofür ist Ranking eigentlich gut? Ne? Bei Games ist das ja auch so. Ne? Welches Spiel ist jetzt das Beste von Piranha Bytes? Ne? Da gibt's auch unterschiedliche Meinungen. Welches findet ihr denn am besten von euren Spielen so? Da sagen wir immer, also ich persönlich sage immer, das kommt immer drauf an. Ne? Eigentlich ist es immer das Aktuellste, was man gerade toll findet. Ne? Ist aber nicht das Beste, aber es ist gerade etwas, was einen beschäftigt, wenn man daran gearbeitet hat. Dann ist es jetzt das Beste? Nee, ist es nicht. Ist es denn das Erfolgreichste? Was war denn euer Erfolgreichstes? Ja, gemessen an was denn? An den Verkaufszahlen, an den Preisen, die wir dafür gewonnen haben, anhand dessen, wie oft wir danach gefragt werden, ja? Wenn es um die Preise geht, wie viele wir am meisten gewonnen haben, dann war es Gothic 3. Ja. Wenn es danach geht, wie viele Menschen uns danach fragen, ist es Gothic 1. Ja. Und wenn es den finanziellen Erfolg und die meisten Einheiten verkauft, dann ist es Elex 1. Ja. Das heißt also, das ist schon immer auch noch davon abhängig, ne, welches Kriterium oder welche Parameter man anlegt. No? Der springende Punkt ist ja, etwas besonders gut zu finden oder etwas zu hypen, ist gar nicht das Schlimme daran. Ne? Auch wir finden verschiedene Sachen besonders toll und hypen die dann. Ne? Aktuelles Beispiel, er hier, Indiana Jones, haben wir uns gerade im Kino angeguckt und wir fanden schon immer Indiana Jones toll. Wir finden auch
die Spiele von Indiana Jones toll, wir finden die Filme von Indiana Jones toll und wir hypen ein bisschen Indiana Jones. Nichtsdestotrotz heißt das deshalb nicht, nur weil das hier jetzt cool ist, dass Tomb Raider Kacke ist. Ah, ja, das stimmt. Ja, und darum geht es, nämlich etwas gut finden zu können, ohne automatisch etwas anderes abzuwerten. Denn, wenn wir mal ehrlich sind, so ganz ehrlich, ne, ist doch Darth Vader nur eine billige Kopie der Zylonen aus Battlestar Galactica, oder nicht? Ja, das ist Schwachsinn. Ja, dieses Ranking ist eigentlich Schwachsinn. So, ja, das darf guckt schon ganz böse, oh Gott, das habe ich gesagt. Aber, weißt du, das ist so, ich finde das schwierig. Ich finde das schwierig. Was ist das beste Assassin's Creed? Was ist das beste irgendwas? Ne? Das ist für mich immer so schwierig, weil wenn man mal wieder Bock hat auf ein Assassin's Creed zum Beispiel. Ich habe letztens ist ja schon ewig her, ich glaube sogar vor Corona, ne, Odyssey gespielt. Fand ich total toll. Fand ich super. War es jetzt das Beste? Nee, war es nicht. Das davor fand ich auch cool. Und das davor, und so, also es ist immer schwierig. Es ist immer schwierig, das zu vergleichen. Man ist immer sehr schnell dabei, Sachen zu aburteilen. Ne? Vor allem, wenn man sagt, das fand ich am besten und so und alle anderen sind nicht so toll. Fallout, genau das Gleiche. Ne? Games Ranking. Da haben wir gesagt, Fallout 3 finden wir am besten. Mhm. Mittlerweile wäre ich mir da gar nicht mehr so sicher, ob ich das wirklich so sehe, weil Fallout 4 habe ich jetzt auch in VR gespielt, ja, und das war ein wahnsinniges Erlebnis. Das war aber ein anderes Erlebnis. Ich glaube, das ist aber auch eine Zeitfrage. Also gerade bei Assassin's Creed ist mir das sehr stark aufgefallen. Also es gab bestimmt auch einige Titel, die hatten so ihre Schwächen und es gab einige Titel, die waren sehr innovativ an einigen Stellen. Aber wenn ich jetzt gerade irgendwie Assassin's Creed spiele und danach spiele ich Assassin's Creed, dann bin ich von dem Vorgänger, auf den ich mich eingelassen habe, irgendwie schon ein bisschen satt. Mhm. Wenn ich aber eine Pause dazwischen mache und erstmal in einem anderen Thema bin und dann mir wieder in Assassin's Creed angucke, dann hat das eine ganz andere Wirkung auf mich. Das ist mir bei Fallout 2 so gegangen. Ich habe es direkt nach Fallout 1 gespielt und fand so, ja, muss ich ja wieder von vor. Also das ist so, ist das dann das schlechtere Spiel? Nein, ist es nicht. Mhm. Ja, aber es ist halt irgendwie immer, man muss es im Kontext sehen. Manchmal hat man das auch bei Themen. Ne, dass du sagst irgendwie, ich bin jetzt zum Beispiel überhaupt nicht im Mut von, was weiß ich, Western. Western, ja. Dann kannst du auch besser, dann lässt du besser das Spiel Red Dead Redemption 2 liegen. Das wird dem nämlich nicht gerecht. Das wird dem nicht gerecht. Ja. Mhm. Korrekt. Ich habe Sinking City gespielt. Das ist so ein Cthulhu-eskes Abenteuer in einer Stadt mit Sherlock Holmes Mechanik. Du musst Mordfälle aufklären und so. Und danach habe ich dann das Spiel auf Cthulhu Spur angefangen. Hab gedacht, bist du bekloppt? Das ist dasselbe Setting, das darfst du nicht machen. Du darfst die Dinge nicht so miteinander vergleichen und anfangen, Ranking zu betreiben bei dem Ding. Leg das erstmal weg, lass erstmal Gras drüber wachsen, spiel erstmal ein bisschen was anderes. Ja? Und ich hatte dann mehr Bock auf ich renn durch eine Stadt und mach da irgendwelche Mordfälle aufklären und hast du nicht gesehen und bin dann bei Vampire gelandet. Mhm. Weil das ähnlich ist, aber ein anderes Setting. So, ja. So, was ist denn jetzt besser? Sinking City oder Vampire? Also mit Y das Ding. Für mich ist das irgendwie sehr ähnlich. Ja. Und es gibt kein besseres. Finde ich beide super. Mhm. So, ja. Und das ist halt schwierig. Ich finde das immer sehr, sehr schwierig, Dinge miteinander zu vergleichen. Vor allem ist es dann auch immer sofort ein Gefühl. Mhm. Ja. Ich habe zum Beispiel den Heath Ledger gerne gesehen als Joker. Und ich habe gerne den Christian Bale gesehen als Batman. Trotzdem fand ich Ben Affleck cool als Batman. So, mir hat das gefallen. Ich fand das super. Ja, und auch das, was der Robert Pattinson da macht, finde ich super. So, ja. Das hat aber miteinander nichts zu tun. Ja. Oder der Phoenix, wie heißt er? Jacques, oder wie heißt er noch? Ihr wisst, wen wir meinen, ja? Der hat den Joker gespielt in Joker, ja? Großartig. Kommt jetzt ein zweiter Teil. Ja, kommt jetzt zweiter Teil mit Lady Gaga und alles, ne? Es ist großartig. Ja, ne? So. Ja, aber Ledger war besser. Das ist doch Kacke, oder? Dann freut man sich da nicht mehr drauf, weil der andere war ja eh besser, ist ja unerreichbar oder noch schlimmer. Ja, der ist ja auch tot, der kann ja nicht nochmal die Rolle spielen. Indiana Jones 5. Haben wir uns angeguckt, hatten wir gerade. Ja, ist sogar mit dem Original-Schauspieler, ne? So.
Wir saßen da, aber keiner im Kino. Ja, was ist los? Warum nicht? Cooler Indiana Jones Film. Super Geschichte, super spannend, alles toll. Und nee, wollte ich mir nicht angucken, weil früher war alles besser oder was? Oder was ist das? Ja, wieso? Warum macht man das? Ich fand das super. Mir hat das sehr gut gefallen. Ich habe in der ersten Stunde irgendwie das Grinsen nicht aus dem Gesicht gekriegt. So toll fand ich das, dabei gewesen zu sein, wo dieser Film Premiere hat. Ich fand das klasse. Aber vielleicht bin ich auch, sag ich jetzt mal Zielgruppe. Aber ich weiß nicht, ob das reicht, um zu sagen Zielgruppe oder nicht. Und es ist immer schwierig, ne? Oder? Wisst ihr, wie wir das nennen? Eine lebende Legende. Ja. Wir dürfen Teil einer lebenden Legende sein. Und das ist etwas Cooles. Das ist etwas Schönes. Ja. Etwas, was man auch annehmen kann. In der heutigen Zeit wird sowieso überall ständig über alles gemeckert. Da kann man sich manchmal von anstecken lassen, muss man aber nicht. Stenkerhausen. Ja, also wir dürfen auch, ne, irgendwie, also wir wissen, gerade ihr seid super begeisterungsfähig, irgendwie sich auch mal von einem positiven Gedanken anstecken lassen, und das ist auf jeden Fall etwas zu schauen, die Augen offen zu halten. Es passieren unwahrscheinlich viele Dinge um uns herum. Zum Beispiel gibt's jetzt sehr viele Bands im Bereich der Musik auch, die jetzt aktuell Touren machen. Ja. Das einfach nochmal mitzunehmen und Teil von lebenden Legenden zu sein, ist einfach etwas total Schönes. Ja. Und das ist auch gut fürs Gemüt und für die Seele und um mal etwas zu sehen wieder nach all der Zeit. Und wir können das nur empfehlen, dass ihr das ebenfalls macht. Vor allem die älteren Herrschaften, gerade die aus den 80er und 90ern, die machen jetzt noch mal einen. Ja. Mitnehmen, weil irgendwann gibt es sie einfach nicht mehr. Ne? Das kann ich auch empfehlen. Genau. Okay. Hast du eine Community-Frage? In Anbetracht dessen, dass wir erzählt haben, dass wir auch aktuell Deus Ex spielen, beziehungsweise du Deus Ex spielst, ich gucke nur zu, ja. Ist die Frage, ist Deus Ex gut? Was? Ob das gut ist? Ja. Das ist eins meiner Lieblingsspiele immer gewesen, Deus Ex. Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt hier habe oder da drüben. Hatte ich auch mal hier aufdrapiert irgendwie. Ich schau mal gerade. Ja, aber selbstverständlich ist das gut. Was denn sonst? Ne? Vielleicht aus der Sicht von jemandem, der es damals nicht gespielt hat. Ja. Das Spiel ist, wenn man da große Pausen macht, so wie wir jetzt gerade, gar nicht mal so zugänglich. Weil das halt schon in die Jahre gekommen ist. Es gibt für Teil 1 eine Revision-Version. Die heißt so Revision, genau. Genau, Deus Ex Revision. Das ist eine Mod, glaube ich, irgendwie. Ich weiß gar nicht, wo die hat die irgendwo hingeballert. Ja. Macht das hübscher, das Spiel. Es gibt natürlich auch die neuen, ne, so wie dieses hier. Und die sind halt alle sehr, sehr einzigartig gemacht. Es ist halt totales Blade Runner-Feeling, was da aufkommt. Also der Blade Runner mag, der wird auch Deus Ex mögen. Und wenn nicht, dann weiß ich nicht warum. Aber das ist schon... Ja, es ist halt sehr artverwandt mit Cyberpunk. Ne? Cyberpunk war für uns auf jeden Fall ein ähnliches Spiel. Blade Runner-Setting, ne? Mit so einem ähnlichen Gameplay wie in Deus Ex. So kam uns das entgegen. Ne? Und das ist gut, ja, auf jeden Fall. Auch die alten Schinken noch. Ne? Mhm. Der hier, der ist am größten in der Kritik, wo wir auch schon wieder bei Ranking sind. Ne? Ich fand es trotzdem gut. Es hat so seine Momente auf jeden Fall. Das ist der zweite Teil, Invisible War. Und danach kam halt Adam Jensen, ne? Die Deus Ex-Reihe nenne ich sie mal. Zwei Teile war das. Human Revolution und Mankind Divided kann ich nur empfehlen. Ja, das macht wirklich Spaß. Ja. Ich habe es auch mehrfach gespielt, weil es so viel Bock macht. Und weil es auch wenig in der Richtung gibt, was so ähnlich ist. Ne? Ja, und ich hoffe, die machen irgendwann weiter. Aber da kommt bestimmt noch was. Irgendwann. Hoffentlich. Ja, hoffentlich. Okay, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Piranha Bytes TV. Genau. Macht's gut. Dann sagt doch nochmal in die Kommentare, was ihr so hypt. Ach so, ja. Ja, genau. Und jetzt, ja, welches war denn das Beste?